Ein herzliches Hallo wieder aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und dies ist mein YouTube-Kanal. Heute im Film gibt es mal wieder eine Meisterkopie für euch. Das Kopieren der alten Meister, auf deren Schultern wir ja alle künstlerisch stehen, ist immer wieder eine besonders hilfreiche Erfahrung für mich. Früher beinhaltete ja die Ausbildung zum Maler in den Werkstätten der großen Meister immer einige Jahre Kopierdienst für die Lehrlinge. Das heißt, die ersten Jahre in der Ausbildung wurden ausschließlich Meisterwerke kopiert. Wenn ich so eine Kopie zu Übungszwecken für mich erstelle, geht es nicht darum, jeden einzelnen Pinselstrich genau zu erfassen, und es geht auch nicht darum, eine Kunstfälschung herzustellen. Mir geht es darum, die Arbeitsweise, die Technik und auch das Tempo beim Malen mit flüssigen Pinselbewegungen nachzuvollziehen. Ich komme dann dem Meister gefühlt immer sehr nahe und verstehe, warum er die Arbeitsschritte in dieser oder jener Weise und in dieser oder jener Technik gegangen ist. Dies gibt mir nachfolgend Inspiration und Anregung für meine eigenen Bilder. Also lass dich drauf ein und kopiere vielleicht mit mir gemeinsam einen der bekanntesten und großartigsten Aquarellmeister des vorigen Jahrhunderts. Die heute verwendeten Materialien für unsere Meisterkopie sind folgende Farben: Neutraltinte, Sienna gebrannt, Lichterocker, Alizarin-Karmesin, Kobaltblau von der Firma Winsor Newton, Französisch Ultramarin und Lasurorange von Schminke. Ich arbeite auf Büttenpapier von der Firma Arches, 300 Gramm Grafin, ungefähr DIN A4 ist das Format. Die beiden Pinsel sind aus meiner eigenen Pinselkollektion, ein Rotmarderhaarpinsel in der Größe 10 und ein Eichhörnchenhaarpinsel in Größe 12. Unser heutiger Meister, den es zu kopieren gilt, ist John Singer Sargent. Singer Sargent war ein großer Malerstar des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Er war einer der bedeutendsten US-amerikanischen Porträtmaler seiner Zeit, geboren 1856 in Italien und gestorben 1925 in London. Obwohl er hauptsächlich als Ölmaler bekannt wurde, sind von ihm ca. 2000 Aquarelle überliefert. Bekannt wurde er durch seine überlebensgroßen Ölporträts der Reichen und Schönen im Amerika des 19. Jahrhunderts. Hier seht ihr mich vor den wirklich imposanten, riesigen Ölbildern von John Singer Sargent im Metropolitan Museum in New York in diesem Jahr. So um 1900 auf der Höhe seiner Porträtmalerei, mit Kunden aus, wie gesagt, der gesamten amerikanischen Oberschicht, hatte sich für ihn allerdings der Reiz dieser kundenorientierten Auftragsarbeiten weitestgehend erschöpft und er widmete sich zunehmend dem Aquarell. Die Aquarelle von Singer Sargent werden leider in den Museen sehr selten ausgestellt. Daher bleibt für uns Aquarellmaler nur der Blick in die Bücher. Ich bin ein großer Fan von Sargent und habe einige Bücher, die ich euch hier kurz zeigen möchte. Sargent and the Sea ist ein schönes Buch, vorwiegend mit Ölmalereien und auch wunderbaren Skizzen aus seinen Skizzenbüchern. Dies ist ein recht bekanntes Buch, das ich gerne unter dem Film auch verlinke. Das Schöne ist, dass hier sämtliche Texte in deutscher Sprache sind. Es widmet sich überwiegend den Ölbildern von John Singer Sargent, hat aber einen schönen, informativen Teil mit Fotos und einem ausführlichen Lebenslauf. Hier kommen jetzt die interessanten Bücher für Aquarellisten mit den Aquarellen von John Singer Sargent. Ein wunderbares, umfangreiches Buch in englischer Sprache mit sehr vielen ungezeigten Aquarellen und auch einigen Ölbildern, aber überwiegend Aquarellen ist dieses Buch, verlinke ich euch an dritter Stelle unten im Film. Und das Buch, welches ich für meine Kopiestudien am meisten nutze, The Watercolors of John Singer Sargent von Carl Liddell. Hier sehen wir jetzt zwei Aquarellporträts, die für mich faszinierend sind, denn sie übertragen die Arbeitsweise der Ölmalerei direkt 1:1 in die Aquarelltechnik. Das sind ausgearbeitete Bilder, die sehr stark durch Hell- und Dunkelkontraste wirken und sich dadurch im Ausdruck überhaupt nicht von einem großen Ölbild unterscheiden. Hier seht ihr einige faszinierende Venedig-Aquarelle. In Venedig ist er 3-mal gewesen. Auch für längere Zeit hat er dort gemalt
Und das Besondere an diesen Aquarellen ist einerseits die architektonische Genauigkeit. Hier arbeitete er in der Vorzeichnung mit Lineal und exakten Linien und aber auch der völlig lockere Pinselduktus, zum Beispiel hier im unteren Bereich. Das besondere Leuchten in diesen Aquarellen kommt durch den Einsatz der mutigen, dunklen Farbaufträge, für die er ganz besonders in seinen Aquarellen bekannt ist. Mit diesen dunklen Aquarellfarben, die eingesetzt werden, um die hellen Stellen im Bild leuchten zu lassen, ist er ein großer Vorreiter für alle modernen, nach ihm folgenden Aquarellisten geworden. Hier noch einmal ein schönes Beispiel für die Wirkung von Licht und Schatten. Schaut hier oben die große, dunkle, recht abstrakt gehaltene Form, die dann hier im Bildfokus für ein extremes Leuchten sorgt. Auch dieses Bild wäre es wert, einmal kopiert zu werden, um zu schauen, wie farbig und warm der Schatten hier auf diesem weißen Marmor dargestellt wird. Diese Bilder von Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg sind für mich ganz besonders eindrucksvoll. John Singer Sargent war malerischer Berichterstatter im Ersten Weltkrieg. Er hat dort direkt an der Front in Frankreich die Soldaten porträtiert und für mich ganz beeindruckend, welch kühle, aber auch sanfte, rosafarbene Farbtöne er verwendet, um die Verletzlichkeit der jungen Männer hier sehr überzeugend und sehr berührend vor allen Dingen darzustellen. Für uns heute habe ich ein maritimes Bild ausgewählt. Weiße Boote heißt es, gemalt 1908. Und dieses Bild möchte ich jetzt für euch einmal kopieren. Beim Kopieren eines solchen gedruckten Bildes ist natürlich die Farbauswahl nicht ganz so einfach, denn wir müssen uns jetzt auf die Genauigkeit der Druckwiedergabe verlassen. Hier zum Beispiel seht ihr ein aus meinem Drucker zu Hause ausgedrucktes Bild des gleichen Motives und wir sehen, dass die Farbigkeit natürlich jetzt hier ganz anders herauskommt. Das Bild zum Ausdrucken und die Skizze, die ich jetzt zeichnen werde, bekommen die Unterstützer dieses Kanals wieder per Mail zugesendet. Diesen Service gibt es ab einer monatlichen Unterstützung von 2 €. Es gibt auch noch weitere Unterstützerpakete. Schau unter dem Video in die Videobeschreibung. Dort findest du alle Infos zu den Paketen. Wir freuen uns und danken für die Unterstützung unserer Arbeit hier auf YouTube. Dieses Bild hat relativ viele komplizierte Formen und Linien und zum Übertragen in meine Skizze falte ich mir jetzt zunächst einmal ein hilfreiches Raster. Das heißt, ich falte es jetzt einmal in der vertikalen und einmal in der horizontalen und erhalte dadurch eine Viertelung der gesamten Bildfläche. Auch mein Aquarellpapier teile ich mir in der gleichen Art und beginne jetzt die einzelnen Quadranten zu übertragen. Es geht mir hier wie bei jeder Meisterkopie, die ich anfertige, nicht so sehr darum, jeden Strich genau zu übertragen. Ich möchte vielmehr mit der Kopie der Technik und dem Pinselduktus des Meisters auf die Spur kommen. So, meine lockere, recht reduzierte Skizze ist nun fertig. Wie gesagt, es geht mir nicht darum, jede Form exakt genau an die gleiche Stelle zu bekommen. Jetzt ist es ganz wichtig, das Raster wegzuradieren und eventuell noch einmal mit Hilfe des Bildes einige Linien jetzt hier zu intensivieren. Dieses Bild lebt von seinen sehr energievollen Bewegungen hier, mit denen auch das reflektierende Wasser auf die Bootsrümpfe dargestellt ist. Und wenn ich da jetzt zu viele Linien eintragen würde, würde ich in meiner Arbeitsweise mit Sicherheit fest werden. Das möchte ich vermeiden. Also habe ich mehr oder weniger nur die großen, markanten Formen skizziert. Ich beginne im Himmel mit einer Mischung aus französisch Ultramarin und etwas Alizarin. Ich könnte mir vorstellen, dass Sargent hier ein fertiges Ultramarin-Violett verwendet hat. Das habe ich aber hier momentan nicht auf meiner Palette, deswegen ermische ich mir
diesen Farbton selbst mit einem Blau und einem kühlen Rot. Schon die Form des Himmels ist hier sehr lebhaft und man könnte fast sagen durcheinander. Es werden teilweise Segel und Masten ausgespart und teilweise kommen sie später als dunklere Formen auf die Himmelsform drauf. Dies zeigt mir schon, dass der Meister die negativ und positive Sehtechnik und Malerei par excellence beherrschte. Und das ist sicherlich auch ein entscheidender Grund für die Lebendigkeit und Frische seiner Aquarelle. So, hier kommt jetzt ab und an mehr Blau in die Himmelsmischung. Verwende ich Kobaltblau. Hier will ich das Segel aussparen. Und hier ist ein Mast eindeutig ausgespart. Auf der rechten Seite des Himmels scheint mir alles draufgesetzt zu sein. Das heißt, oberhalb des großen Bootes kann ich jetzt den Himmel ganz entspannt durchziehen. So, die Boote sind mit Sicherheit zunächst mal ausgespart, aber vielleicht im großen Boot hier auf der rechten Seite könnte ich mir vorstellen, dass er schon mit der Himmelsfarbe großzügig in diesen linken schattigen Bereich hineingegangen ist. Auch hier sehe ich die Schattenfarbe, die später dann noch einmal intensiviert wird. Der Anker wiederum könnte ausgespart sein. Und bei dem Segelboot hier auf dieser Seite werde ich auch die linke Seite des Bootes, die im Schatten liegt, schon mal mit dieser violetten Mischung übermalen. Ja, hier haben wir bei dem kleineren Ruderboot, was vor den Segelbooten liegt, haben wir einen kühnen Pinselstrich für die schattige Situation und oben eine Lichtkante gelassen, in die er dann mit dem Ocker später noch reingeht. Jetzt folgt die Grundierung fürs Wasser und da vermute ich, dass eine leicht gelbliche Schicht mit lichtem Ocker werde ich das malen, als Grundierung unter dem dann später blau drauf gemalten Wasser liegt. Zumindest hier unter dem Schiff und auch ein wenig noch hier. Auf der linken Seite haben wir nur ein paar gelbliche Striche und der Rest ist blau grundiert. Hier kommen später dann sehr mutig gesetzte Farbspuren darüber. Und auf der rechten Seite unter das Boot sogar dann mit Grün. Relativ schnell, könnte ich mir vorstellen, schloss sich jetzt der Farbauftrag für die hellen, in der Sonne liegenden Segel an. Da verwendet er stellenweise lichter Ocker mit etwas Blau, um das Segeltuch darzustellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier auch, bevor er mit der Farbe hineinging, die Fläche einmal angefeuchtet wurde. Auch hier sehe ich weich verlaufende Striche auf dem sonnenbeschienenen Bootsrumpf. Dies kann er nur erreicht haben, indem er vorher das Papier an dieser Stelle angefeuchtet hat und dann hier mit dem lichten Ocker und mit dem Violett diese Wasserreflexionen auf dem hellen Holz des Bootes angedeutet hat. Hier in der Nähe des Ankers ist wirklich eine verrückte Ecke, wo ich sehr viele schnelle, ausgeführte Striche vermute. Hier in dieser Ecke steckt sehr viel Energie und man spürt den Wind im Hafen förmlich, wenn man das versucht nachzumalen. Die rechte Seite des großen Bootes wieder auf nassem Papier gemalt, um diese weichen, schimmernden Wasserreflexionen hier darzustellen. Im zweiten Farbauftrag gibt es dann auch in diesem Bereich trocken gesetzte Striche und dieses Spiel mit weichen Verläufen und trockenen Akzentstrichen beherrscht er wirklich meisterhaft. Mit Kobalttürkis Light und Ultramarinblau versuche ich jetzt hier schon einmal den unteren Rand
Da unten ist etwas lichter Ocker mit drin. Und auch hier drüben auf der anderen Seite ist die Sache mit Ocker angewärmt. Und hier hat er die Farbe so cremig hier drauf gestrichen, dass man fast an Gouache denken könnte. Und hier im unteren Bereich ein dunkleres Grün gemischt mit Ultramarin und lichter Ocker. Und wenn das noch nicht grün genug wird, kann man auch etwas Cadmiumgelb mit hineinnehmen. Sollte ungefähr dieser Grünton werden, den ich hier sehe. So, da haben wir schon den ersten Farbauftrag. Ich habe hier auf der rechten Seite vergessen, etwas freizulassen. Das versuche ich jetzt auszuwaschen. Aber wahrscheinlich wird an dieser Stelle mein Orange nicht mehr so schön leuchten können wie auf dem Originalbild, weil ich vermute, dass er hier doch noch ausgespart hat. Hier und auch diese leichten Striche. Aber gut, hier auf der Seite haben wir uns, glaube ich, richtig entschieden, den Himmel hinter die Segel zu setzen und die Segel selbst auszusparen. Das ist das, was ich deutlich sehen kann auf der Reproduktion des Originalbildes. Ich föhne jetzt das Bild einmal und dann geht es weiter mit den dunkleren Farben. Ich arbeite jetzt mit dem zweiten Farbauftrag wieder von links oben nach rechts unten mich durch das Bild und verwende jetzt lichter Ocker für die Masten, auch etwas Lasurorange und Sienna gebrannt. Hier kommt jetzt die dunkelste Stelle im Bild oder eine der sehr dunklen Stellen im Bild. Das ist ja überwiegend ein sehr helles Bild, aber hier gibt es doch einen kräftigen dunklen Akzent. Und ich verwende hier französisch Ultramarin und Neutraltinte. Und für die Seile, die hier auf dem Boot noch liegen, nehme ich Sienna gebrannt mit in die Mischung. Jetzt beim Malen merke ich doch hier, dass Helligkeiten, Dunkelheiten stark aufeinandertreffen und ich hätte noch mehr konzentrierter aussparen können beim Malen des Himmels, weil hier jetzt zum Beispiel auch noch die helle Fläche der sonnenbeschienenen Seile auf dem Boot zu malen wäre und ich mit dem Himmel da etwas weit heruntergerutscht bin. So, hier versuche ich jetzt den orangefarbenen Abschluss, der nochmal so sehr leuchtend, so einen leuchtenden Akzent hier bei ihm bildet, am Bildrand aufzutragen. Es sind doch sehr viele kleine Formen zu malen, die mir jetzt sagen, dass er da einige Zeit im Hafen zugebracht haben muss. Hier ist die gesamte Fläche noch dunkler, sehr schön eingearbeitet, die Rot- und Grüntöne des sich spiegelnden Wassers ins Violett, um den Tonwertsprung von der lichten zur schattigen Seite des Bootes zu erwischen. Hier mit Sicherheit mit Wasser ein bisschen rausgewaschen. Und dann kommen mit Orange nachher noch die Akzente drüber. Im Anker vermute ich hier eine wässrige Lasur mit lichter Ocker, die später dann durch die Hintermalung mit sehr, sehr dunklen Farben noch ausgearbeitet wird. So, ein paar wilde Striche muss ich hier auf der linken Seite noch verteilen.
Da sind wirklich sehr, sehr viele Einzelheiten angedeutet. Ein dunkler Fleck hier, dann hier. Und auch mit Blau, mit Ultramarin und Sienna gebrannt gemischt. Und eine nicht allzu dunkle, schattige Form hier auf der linken Seite des Bildes, die noch einmal den gesamten Bereich zusammenfasst. Jetzt mische ich mir ein sehr dunkles Grau mit Französisch Ultramarin, Sienna gebrannt und Alizarin Karmesin und male die Dunkelheit. Muss noch dunkler sein. Ich nehme ein bisschen Neutraltinte mit dazu. Ich bin der Überzeugung, dass Singer Sargent auch ein Schwarz verwendet hat, vielleicht Elfenbeinschwarz oder Ähnliches, was damals als Wasserfarbe auch verfügbar war. Und dann war ihm die Farbe zu dunkel. Er geht jetzt ein bisschen ins Blau mit rein, um hier weiterzumachen, dass nicht ganz so dunkel bleibt. Und hier wird mit Wasser angelöst in das Boot hinein. Und hier sehen wir jetzt, wie die schattige Seite des großen Bootes hervortritt durch die sehr dunkle Untermalung. Und zauberhaft hier, wie er den Übergang in das Boot gestaltet mit einer ganz subtilen, weichen Kante hier in diesem unteren Bereich. So, das bleibt jetzt erstmal so und ich kümmere mich jetzt zunächst einmal um die Wasserfläche. Da haben wir sehr viele unterschiedliche Farben. Die Orangetöne sind teilweise ganz zum Schluss draufgesetzt. Ich denke, ich male jetzt erstmal die blauen Striche und zwar mit einem freundlichen Kobaltblau. Hier auch wieder zu sehen, sehr, sehr dicker Farbauftrag hier mit unbekümmerten Strichen. Das muss ihm da wohl im Wasser sehr bunt vorgekommen sein. Hier gibt es eine Dunkelheit durch den dunklen Fleck da oben. Sehr schön und subtil gemalt mit etwas Sienna gebrannt hier drin. Bis hier zur Licht- und Schattenkante des Bootes. Und hier wird es mit einer leichten Wellenbewegung dann abgeschlossen. Und ich denke mal auch mit ein bisschen Wasser verblendet, weil es scheint doch eher wie eine weiche Kante zu sein. Jetzt ist wieder das Grün der alten Meister im Spiel, Viridiangrün oder auch Chromoxid feurig oder Phthalogrün. Hier vermute ich Viridiangrün gemischt mit etwas Blau, um so ein dunkles Türkis zu erhalten. Und damit kommen jetzt hier noch grüne Akzente hinein, auch da. Hier im Boot können wir es auch sehr schön sehen, das ist meiner Meinung nach hier reines Viridiangrün als wunderbar farblichen Akzent nochmal hier rein. Ja, und jetzt gibt es eben noch viele kleine Formen, die helfen dann, eine helle Form zu identifizieren. Also man hinterlegt es jetzt hier mit dunklen Farben und bringt Struktur rein. Und bei diesem Bild ist wirklich jetzt für mich auch überraschend, wie viele kleine Formen ich entdecke, wenn ich jetzt mich hier mit dieser Kopie beschäftige. Das sieht man erst, wenn man dieses Bild wirklich versucht nachzumalen. Ich versuche jetzt hier diese Schnelligkeit und Unbekümmertheit, die ich in der Pinselsprache hier entdecke, wenn ich auf das Blatt schaue, nachzuempfinden.
Auf den Bootsrümpfen gibt es neben diesen weichen Spiegelungen von dem Wasser, was sich auf dem weißen Holz reflexartig spiegelt, auch noch ein paar trockene Striche, die ich jetzt hier noch einfüge. Ich vermute, das sind vielleicht Taue, die vor den Booten liegen. Da muss ich gleich noch mit Ocker. Und hier gibt es das eben auch auf dem Boot. Hier ist auch wunderschön dieses orangene Seil, was dann hier sich mit dem Blau anlöst. Da oben. Hier die Ankerkette, auch mit einem leuchtenden Orange. Aber deckend, also da sieht man auch, ich mische mal dem Orange noch ein bisschen Cadmiumrot, damit es wirklich schön deckt dazu. Hier sieht man auch, dass es oben drauf gesetzt wurde. Die alten Meister, die Aquarellisten des vorigen Jahrhunderts waren ja noch sehr entspannt, was die Verwendung von Gouachefarbe angeht. Da wurde zum Schluss im Endstadium des Bildes immer auch Gouachefarbe, oder nicht immer, aber häufig auch Gouachefarbe verwendet, um deckend noch einmal bestimmte Akzente setzen zu können. Also je länger ich hier arbeite an dem Blatt, umso mehr Dinge entdecke ich und staune über die Vielfalt der Striche. Hier unten auch noch. Es ist eigentlich vom Schlüssel her eher ein helles Bild. Wir haben gar nicht so viel Dunkelheiten drin, bis auf die paar Ecken hier. Und trotzdem gelingt es ihm, das extreme Sonnenleuchten einzufangen. Das ist für mich die Quintessenz jetzt als Lerneffekt von dieser Kopie. Man muss gar nicht immer extrem dunkel arbeiten, um Dinge zum Leuchten zu bringen, sondern es geht auch um die Farbtemperatur. Es sind hier jetzt überwiegend kühle Farben, die den Hintergrund bilden, warme Akzente und dann eben auch diese Mischtöne und die wohldosiert eingesetzten dunklen Bereiche. Einige fehlen hier noch. Auf der linken Seite des Bildes kann ich noch ein bisschen dunkler arbeiten, um dann die großen Flächen wirklich zum Strahlen zu bringen. Es fehlen noch die orangenen Reflexionen auf dem Wasser hier. Auch ein bisschen mit Cadmiumrot entschärft, weil sonst würde, oder mit Alizarin hier, sonst würde das Orange zu sehr leuchten. Das ist jetzt eher der Farbton. Auch ganz feine Linien hier drin. Ups, da sehen wir schön das deckende. Cadmium-Orange wäre jetzt hier auch gut, weil das auch schön deckt. Und hier würde ich gerne noch mal ein bisschen korrigieren, denn das ist jetzt etwas zu leuchtend. Auch hier unten. Und hier könnte man noch ein bisschen Blau auf die schattige Seite geben, denn auch hier ist es zum Bildrand hin noch ein bisschen zu hell. Aber das mag jetzt wirklich mit der Qualität auch der Vorlage hier zu tun zu haben. Am besten wäre es natürlich, am schönsten wäre es, wenn man so ein Bild vor dem Original kopieren könnte und dürfte. Aber wie ich eingangs ja schon sagte, die Originale sind unter Verschluss. Einige, ich glaube so an die 80 Aquarelle besitzt das Brooklyn Museum in New York. Die sind da aber im Archiv, die kann man nicht anschauen normalerweise. Und ich warte sehnsüchtig auf die nächste große Aquarellausstellung mit Werken von Singer Sargent, die ich hoffentlich noch irgendwann mal erleben werde. 2013 gab es eine in London, glaube ich. Und die andere große Sammlung von Singer Sargent Aquarellen hat das Museum in Boston. Ich glaube so an die 45 Originalaquarelle. Und die anderen Bilder sind verstreut in Privatsammlungen. So, ich beende das jetzt hier an dieser Stelle. Ich habe noch längst nicht alle Striche wirklich nachvollzogen, aber diese flüchtige Arbeitsweise war mir wichtig, dem Maler dadurch näher zu kommen und Erkenntnisse zu gewinnen mit der lockeren Gestaltung eines solchen Sujets. Ich habe wirklich sehr schnell und locker und unbekümmert gearbeitet, den Pinsel überwiegend hinten angefasst und nicht so sehr vorne feine Dinge gezeichnet, und das kommt der Sache immer zugute. Das nehme ich mit aus dieser Übung, das lockere Arbeiten mehr zu versuchen. Und was ich auch sehe hier in diesem Bild, ist eine Formsprache, die auf große Formen abzielt. Große Formen, die im Bild hell und dunkel sehr stark trennen. Und dann die kleinen richtungsgebenden Formen, die dem Bild Dynamik und Schwung geben. Ich denke, das war sein Plan.
Ich glaube, die großen Meister haben ein Bild nie begonnen, ohne vorher einen guten Plan zu haben. Kopieren hilft immer, man kann sehr viel daran lernen. Ich hoffe, ihr versucht es und habt Spaß daran und entdeckt diesen wunderbaren Aquarellkünstler. Schreibt mir gerne unten in den Kommentaren, ob dieses Video hilfreich für euch ist und ob ihr mehr Meisterkopien sehen möchtet. Mich würden auch eure Erfahrungen mit solchen Kopien interessieren und was ihr eventuell daraus gelernt habt. Auch Tipps und Anregungen für weitere Filme hier auf YouTube könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Nächste Woche geht es hier an dieser Stelle weiter mit unserer Porträtreihe Porträt mit Bela. Ich freue mich schon drauf und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.